Guten Tag, ich möchte Ihnen die Gutenberg-Presse der Schweizerischen Bibelgesellschaft vorstellen. Es ist natürlich eine kleine Kopie, keine Originalpresse, aber man kann trotzdem kleine Sachen mit ihr pressen. Bonjour, j'aimerais vous présenter la petite presse Gutenberg de la Société biblique suisse. C'est une copie des grandes presses qu'avait Gutenberg, mais on peut quand même imprimer des petits textes avec celle-là. Ich zeige Ihnen hier eine handschriftlich vervielfältigte Seite in einem Buch. Das waren jeweils sehr kunstfertige Texte, auch in schönen Umschlägen. Aber das hat natürlich viel Zeit gebraucht, bis die Bücher jeweils fertig waren. Das sieht man ja auch im Film und im Buch Der Name der Rose. Deshalb war die Erfindung von Gutenberg natürlich willkommen, wo man einzelne Buchstaben zu Zeilen zusammenfügen konnte und zu Seiten und das alles dann rasch drucken. Je vous présente ici une page manuscrite, comme on avait l'habitude de publier des livres, et puis de multiplier, ça veut dire chaque fois copier à la main. Ça donnait des très belles œuvres, aussi avec des jolies reliures, mais ça prenait beaucoup de temps. C'est pour ça que l'invention de Gutenberg était bienvenue, parce qu'il faisait des petits éléments avec des lettres. Il pouvait en composer des lignes entières et des pages entières et les imprimer, et puis comme ça multiplier des livres beaucoup plus rapidement. Johannes Gutenberg stammt aus Mainz. Er war ursprünglich Goldschmied und dann hat er den Buchdruck erfunden. Das heißt, er hatte die Idee, einzelne Buchstaben zu gießen und so zu vervielfältigen, und so konnte er ganze Zeilen zusammenfügen für Texte und die Zeilen dann zusammenfügen für ganze Seiten und sie so drucken. Die Buchstaben waren aus Blei und konnten dann einzeln gegossen werden, auch in verschiedenen Größen, in verschiedenen Buchstaben. Zum Beispiel, das ist ein B mit dem Stiel. Auch zu Gutenbergs Zeiten wurden Texte noch auf Papier und Pergament geschrieben oder eben gedruckt, und das gab natürlich immer relativ teure Bücher. Und Gutenberg hat sich natürlich auch überlegt, was er da am besten drucken könnte, und es war am Schluss seines Lebens noch sein Wunsch, die ganze Bibel drucken zu können, und er hat die erste Standardseite erfunden, die 42-zeilige Gutenberg-Bibel. Comme ses prédécesseurs qui écrivaient à la main, Gutenberg devait se servir de papier et de parchemin pour imprimer, et ces matériaux étaient toujours relativement chers. Donc, on ne faisait pas des grands tirages parce qu'il fallait pouvoir les vendre ensuite. Mais vers la fin de sa vie, Gutenberg avait quand même à cœur d'imprimer aussi une Bible, mais il n'en a pas fait beaucoup d'exemplaires. Il a fait une version en papier et une version sur Parchemin. Ich zeige Ihnen dieses Bild aus einer Druckerwerkstatt. Da ist der Mann, der die Lettern zusammensetzt. Da sind die fertigen Seiten, die eingefärbt werden, und zwar mit so Farbbeuteln. Und das ist noch lustig zu wissen, das ist mit Hundeleder gemacht. Weil Hundeleder hat praktisch keine Poren, weil Hunde schwitzen über die Pfoten und über die Zunge, und deshalb wurde das Einfärben regelmäßig. J'aimerais vous montrer cette image d'un atelier d'impression. D'abord, là à gauche, c'est le monsieur qui ajoute lettre après lettre pour des lignes, pour faire toutes les pages. Et puis celui-là, il va mettre la peinture sur les pages faites. Et cette peinture, il la répartit avec des instruments qui sont tendus avec des peaux de chien. Et pourquoi
des peaux de chien, c'est parce qu'elles sont très régulières, elles n'ont pas de défaut de structure, parce que les chiens transpirent par la langue et par les pattes. Die Druckerschwärze heute ist nicht mehr Ruß und Firnis, sondern die kommt aus der Tube. Und die streiche ich dann mit einer Rolle auf einer Marmorplatte aus, bis sie schön regelmäßig verteilt ist und dieses schöne Geräusch macht. Aujourd'hui, nous avons la peinture dans un tube. Il faut essayer de ne pas se salir. On donne la peinture sur une plaque de marbre finement polie et puis avec le rouleau, après on répartit la peinture uniformément avant de l'appliquer sur les lettres. Jetzt versuchen wir unsere Presse. Ich regle zuerst das Blatt Papier, das ich dann bedrucken werde. Dann muss ich den Druckstock einfärben. Hier ist es eine ganze Platte, wo der Psalm 23 draufsteht. Dann bringen wir das Blatt auf die Vorlage und schieben das Ganze unter die Presse und ziehen die Presse an. Und dann kommt die Überraschung, was ist das geworden? Hier der gedruckte Psalm 23.